Hallo und herzlich willkommen bei Japan Live. Du interessierst dich für Shintoismus oder auch einfach für Religion im Allgemeinen? Dann ist dieses Video mit Sicherheit genau das Richtige für dich. Und bevor es jetzt losgeht, vergesse auch nicht meinen Kanal zu abonnieren, um ab jetzt keines meiner Videos mehr zu verpassen. Dieses Mal erkläre ich kurz und einfach, was es mit der eigentlich nur in Japan vorkommenden Naturreligion Shintoismus auf sich hat. Es gibt keinen Gründer, keine Lehre und keine heilige Schrift. Der Shintoismus oder einfach nur Shinto ist für Ausländer meist schwierig zu verstehen. Die Naturreligion kennt viele Götter und besteht mit dem Buddhismus in einer friedlichen Koexistenz. Ein Großteil der Japaner sieht sich sowohl als Shintoisten als auch als Buddhisten. Im Leben Shintoist, im Sterben Buddhist. Dieser kurze Satz gibt einen ersten Hinweis auf den Charakter der Naturreligion. Der Shintoismus ist lebensbejahend und interessiert sich vor allem für das Hier und Jetzt. Die Frage nach dem Tod spielt dabei keine große Rolle. Es gibt kein tröstliches Jenseits, daher greifen die meisten Japaner bei diesem Thema auf den Buddhismus zurück und lassen ihre Angehörigen nach seinem Brauch bestatten, in der Hoffnung auf das erlösende Nirvana. Falls du mehr zum Thema Buddhismus und Nirvana erfahren möchtest, rate ich dir, meinen Kanal zu abonnieren, da ich darauf in einem späteren Video noch einmal genauer eingehen werde. Aber wieder zurück zum Shintoismus. Die shintoistische Vorstellung vom Tod existiert parallel zu der buddhistischen. Stirbt ein Mensch, bleibt seine Seele, das sogenannte Tama, zwischen 33 und 49 Jahren auf der Erde und übt weiter Einfluss auf die Lebenden aus, um danach in das Reich seiner eigenen Ahnen einzugehen. Er wird eins mit den Familienkami. Kami sind im Shintoismus göttliche und übernatürliche Wesen. Alles kann im Shintoismus ein Kami sein, egal ob gut oder böse. Menschen, Tiere, Bäume, Pflanzen, Berge und sogar ganze Meere. Der Shintoismus vergöttert vor allem die Natur, zu der auch der Mensch gehört. Deswegen stehen die Shinto-Schreine auch meist an landschaftlich besonders schönen Stellen. Für die Geburt ist in Japan im Gegensatz zum Tod klar der Shintoismus zuständig. Neugeborene werden am 31. oder 32. Tag ihres Lebens zu Mitgliedern des Schutzschreines ihrer Eltern gemacht, in dem Mutter, Kind und meist noch andere Familienmitglieder den Schrein besuchen. 100 Tage nach der Geburt heißt ein Shinto-Priester in einer weiteren Zeremonie dann das Kind willkommen. Kommen wir als nächstes zum Schöpfungsmythos. Dieser unterscheidet sich schon alleine dadurch stark vom Christentum, da es keinen allmächtigen Gott gibt, sondern mehrere Götter. Überliefert ist der Mythos durch eine Art uraltes Geschichtsbuch, welches im Jahre 712 zusammengestellt wurde und Kojiki heißt. Außerdem taucht der Mythos auch im nur 8 Jahre später verfassten Nihon Shoki auf, welches dem Kojiki sehr ähnlich ist. Diese beiden Werke sind im Gegensatz zur Bibel und zum Koran keine göttlichen Offenbarungen, sondern Chroniken, die von den göttlichen und menschlichen Generationen seit der Schöpfung der Welt erzählen. Ich werde jetzt in diesem Video nicht die gesamte Schöpfungsgeschichte vorlesen, keine Angst, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber die ersten paar Sätze lese ich kurz vor und fasse den Rest dann zusammen. Am Anfang war die Welt ein flüssiges, wirbelndes Chaos, das 7 Generationen lang von Kami bewohnt war. In 8. Generation entstanden die Gottheiten Izanagi und seine Schwester Izanami. Sie schufen mit einem mit Juwelen besetzten Speer die Insel Onogoro. Ab diesem Punkt wird der Mythos dann etwas komplizierter, aber kurz zusammengefasst geht er so. Auf der bereits geschaffenen Insel vereinigen sich Izanagi und Izanami und bekommen nach einem fehlgebildeten Kind viele Kami. Izanami gebärt außerdem die anderen Inseln der japanischen Inselkette und Izanagi erschafft die Sonnengöttin Amaterasu, den Mondgott Tsukiyomi und den Sturmgott Susanoo. Amaterasus Nachkomme Jimmu-Tenno wiederum wird der erste Kaiser und mit ihm endet das Zeitalter der Götter. So, das war jetzt also erstmal die Kurzfassung des Mythos. Wenn du dich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, dann schau am besten mal in die Videobeschreibung. Da habe ich ein paar Vorschläge, wo du mehr zu diesem Thema erfahren kannst. Wie auch schon im Schöpfungsmythos spielt der japanische Kaiser im Shintoismus eine wichtige Rolle. Er stammt laut Schöpfungsmythos von der Sonnengöttin Amaterasu ab und ist auch oberster Shinto-Priester. Mit der Meiji-Restauration, die 1868 im Namen des damaligen Kaisers Mutsuhito die Samurai-Herrschaft abschaffte und den Kaiser zum Zentrum eines zentralisierten Nationalstaates machte, wurde seine Position noch wichtiger. Er wurde zu einem Kami ernannt,
also einer shintoistischen Gottheit. Mit der darauf folgenden Einführung des sogenannten Staats-Shinto änderte sich dann nochmal einiges mehr. Die Verehrung des Kaisers als oberster Priester und der Shinto-Schreine wurde zur staatsbürgerlichen Pflicht. An der Spitze der Schreine standen die großen Schreine von Ise, südöstlich von Nara in der Präfektur Mie. Die Ise-Schreine zählen auch heute immer noch zu den wichtigsten Schreinen in Japan, obwohl die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg den Staats-Shinto wieder abschafften und die Trennung von Religion und Staat veranlassten. Alle 20 Jahre passiert etwas Besonderes in Ise. Die Schreingebäude werden abgerissen und wieder neu aufgebaut. Man will so verhindern, dass das Holz verrottet. Außerdem sollen die beiden hier beheimateten Göttinnen auf diese Weise neue Kräfte bekommen, um das Kaiserhaus und die Reisernte zu beschützen. Eigentlich sollen alle Shinto-Schreine nach 20 Jahren so erneuert werden, aber wegen der hohen Kosten leistet man es sich nur an besonders schönen Orten. Die kaiserlichen Zeremonien wie Hochzeiten, Thronbesteigungen und der jährliche Besuch des Meiji-Schreins in Tokio beruhen allerdings bis heute auf dem Shintoismus, auch wenn es offiziell nur die privaten religiösen Praktiken einer Familie sind. Eines der Rituale im Shintoismus, das Ritual der Reinigung, ist sehr zentral. Der Abriss und Neubau von Schreinen ist nur eine extreme Form davon. Täglich beobachten kann man, wie sich Shintoisten vor dem Betreten des Schreins den Mund und die Hände mit Wasser reinigen. Dafür steht vor jedem Schrein ein Wasserbecken mit Schöpfkellen, die aber nicht mit dem Mund berührt werden dürfen. Mit diesem Ritual sollen böse Geister ferngehalten werden. Als letztes möchte ich noch kurz erklären, wie es die beiden Religionen Shintoismus und Buddhismus schaffen, nebeneinander zu koexistieren. Der Shintoismus ist tief mit der japanischen Kultur verbunden und älter als sein Name. Die Bezeichnung Shinto bedeutet Weg der Götter oder Weg der Kami und wurde erst notwendig, um ihn vom Buddhismus abzugrenzen, als dieser im 6. Jahrhundert nach Christus nach Japan kam. Wegen seiner toleranten Götter und seines offenen Verständnisses darüber, wer göttlich, also Kami sein kann, hatte der Shintoismus kaum Probleme mit anderen Religionen, die nach Japan kamen. Vor allem mit dem Buddhismus fanden sogar Vermischungen statt. So wurden zum Beispiel viele buddhistische Gottheiten als Kami verehrt und in buddhistischen Tempeln befanden sich kleine Shinto-Schreine. Erst Herrschaftsansprüche des damaligen Kaisers machten dieser Praxis 1868 mit dem Staats-Shinto ein vorübergehendes Ende. Ein Dekret bestimmte die Trennung von Buddhismus und Shintoismus. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges können Japaner aber wieder beide Religionen praktizieren. Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!